Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Heute befinden wir uns mal wieder auf dem guten alten Battlemage, schon seit langer Zeit nicht mehr gezeigt. Ein kleines Status-Update, ein kleiner Zwischenbericht, wie es hier so aussieht. Ja, wir sind mit der Gilde hier immer noch gut am Dominieren. Ich bin auf Stufe 557 momentan gerade. Hier auch immer ganz interessant zu sehen, wo wir uns international befinden. Momentan sind wir gerade auf Platz 52. Ich glaube, wir waren schon mal auf 51 gewesen, vielleicht sogar auch höher. Bin mir aber unsicher. Wir können uns mal den Kampf anschauen, wie das Ganze hier aussieht. Ja, gut, ich dachte, der macht noch einen Zwischenspeicher-Step bei mir, sonst ist das ja immer so, aber ich weiß nicht, ob das international auch so ist. Ja, auf jeden Fall, hier mit der Gilde haben wir ja auch international gute Möglichkeiten, noch weiter aufzusteigen. Und ja, mein persönliches Ziel ist es natürlich, gegen mich selbst in der internationalen Ehrenhalle zu kämpfen. Das wäre natürlich ganz cool. Mal schauen, was machen wir hier Schönes. Warte, wir haben den Kampf verloren hier? Ich meine, gut, das ist ein Stufe 600er, ne? Der carryt die Gilde da alleine, ey. Also das ist schon hart. Ja gut, da merkt man dann den Unterschied. Der Server ist ein bisschen älter als unser Server. Ja, deswegen, oder? Kriegen wir ihn noch? Ja, aber danach kommt noch einer hier, ne? Das ist auch irgendwie so verbuggt angezeigt. Hier, gut, da kommt noch ein 607, ne? Okay, da haben wir dann keine Chance hier. Ja, alleine die zwei haben, glaube ich, hier schon gut reingecarried. Das ist, glaube ich, ein Anzeigefehler. Ja, aber ihr seht, es ist nicht unmöglich. Die Gesamtleistung der Gilde ist immer noch sehr strong. Und hier befindet sich mein Main drinne in der Gilde, ne? Und deswegen bin ich gespannt. Mal schauen, wann es denn mal eines Tages soweit kommen wird. Ich bin hier momentan wieder ziemlich stark auf Ausdauer skillen. Battlemage für mich eine Klasse, die ich in Zukunft sehr auf 50-50 sehe, muss ich sagen. Maximal 55-45, aber so in dem Zwischenbereich möchte ich mich so ein bisschen bewegen, zwischen 50-50, 55-45, so von der Skillung her. Ne? Einzig und allein ein bisschen mehr vielleicht in Stärke rein, weil hauptsächlich hier auf dem Server only Battle Mages bzw. only Stärkeklassen sind, außer ein, zwei Assassinen. Und da ist es natürlich ratsam, ein bisschen mehr von den eigenen Hauptattribut gegen das Hauptattribut der anderen Klassen zu haben. Das ist immer gleich, ne? Angriff ist gleich Defense sozusagen. Deswegen, das ist der einzige Grund. Aber ansonsten, ja, hier oben befinden sich sehr viele aus der eigenen Gilde. Deswegen schwierig, da auch aufzusteigen. Ein bisschen Potenzial ist noch da. Bis, sag ich mal, Platz 6 und so, aber dann wird es nachher, ne, dann ist hier Black Bull am Dominieren auf jeden Fall. Und ja, hier auf dem Server bin ich natürlich auch noch betroffen vom Elevator-Ausschluss, weil wir spielen ja hier auf der internationalen Welt 27. Und ja, hier ist der Elevator auch noch nicht da, weil der Server auch noch auf dem alten Backend läuft. Also müsste ich hier ja auch 50 Pilze gut geschrieben bekommen haben. Das ist natürlich ganz nice, ja. Die 50 Pilze, die werden wir auch gleich mal in ein paar Dungeon Tries ja, unterbringen. Denn ich habe ein paar Free Tries die letzten paar Tage gemacht mit meinem Battlemage im Dungeon bei einem ganz bestimmten Gegner. Und die sehen sehr saftig aus. Und ich gehe mal von aus, könnte sein, dass wir den heute legen könnten. Mal gucken, ich bin gespannt, wir werden es rausfinden. Ne, und da hatte ich mir gedacht, komm, da nehme ich euch mal auf jeden Fall mit, um mal ein bisschen zu schauen, ob wir da auch eine Chance haben, eine reelle. Ja, Basispunkte technisch bin ich jetzt fast auf 32k zu 57k. Also ich habe deutlich, deutlich mehr in Stärke erstmal reingebuttert. Deswegen bin ich jetzt hier auch die ganze Zeit schon am Aufholen, auf Ausdauer gesehen. Und ja, den Gegner, den ich meine, ist hier die Athene, ne? Intelligenzgegner. Und ja, da habe ich ein paar Tries die letzten paar Tage schon gehabt. Die sehen so aus, als ob die bald hier fallen würde, so, ne? Ist natürlich immer so eine Sache mit diesen Intelligenzgegnern mit unglaublich viel Leben. Die sind, ja, vor allen Dingen, wenn man als Battlemage kämpft, sind die Kämpfe immer sehr ausgeglichen. Also, auch wenn die immer sehr knapp sind, dann sind sie halt immer sehr knapp, ne? Das hat nicht immer so viel zu sagen, so, ne? Man muss trotzdem halt ordentlich reinlacken, damit hier so ein Fight mal, ja,
damit man hier so einen Fight gewinnen kann. Aber ihr seht es, die sehen konstant, ja, das ist halt eben das Ding mit der Konstanz von Battlemage. Da ändert sich nicht viel. Die gehen immer so im gleichen Richtwert, sag ich mal. Da müssen meine Begleiter ein bisschen mehr carryen. Aber die Kämpfe sind halt immer, ja, fast konstant gleich. Ich weiß nicht, was habe ich hier momentan für eine Waffenspanne? Ja, ist jetzt auch nicht die beste PvE-Waffe. Es ist mehr so PvP-mäßig. Oder eher so ein Zwischending. Aber ihr seht, wie knapp die Kämpfe sind. Ne? Da muss wirklich mal ein Begleiter ein bisschen reinkritten und dann liegt hier die Athene, die Athene. Ja, und da habe ich mir gedacht, komm, die sahen jetzt immer schon so gut aus, die Kämpfe. Da werden wir mal heute im Video ein bisschen reintryen. Ja, mal ein bisschen, sonst, wie gesagt, so privat würde ich es nicht machen. Bringt mir nichts, jetzt noch einen Dungeon mehr zu legen, so für das bisschen Erfahrungspunkte. Lohnt sich nicht für die Pilze, aber fürs YouTube-Video hier so ein bisschen was zum Anschauen, ein bisschen Pilzverbrennung hier, habe ich mir gedacht, können wir es auf jeden Fall mal versuchen. Ja, Konstanz wird groß geschrieben. Deswegen der Battlemage, ey, es ist unglaublich, es ist wieder das beste Beispiel. Oh, nice, da haben wir ihn. Aber es ist wirklich das beste Beispiel, wie konstant so ein Gegner sein kann hier. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ja, 6 Milliarden Leben hat hier auch die Athene, ne? Und das als Intelligenzgegner. Die haut hier konstanten Schaden raus. Und wenn du halt selbst als Battlemage hier performst, ja, ich sag mal so, ne, da ist nicht sehr viel Spielraum. Ne? Man hat es gesehen, also das ist das Geile, muss ich sagen, irgendwo am Battlemage. Man weiß halt, man kriegt halt sehr schnell mit, wo so seine Grenzen sind, ne? Mit der Klasse. Das ist natürlich ganz nice, dann braucht man auch dementsprechend vielleicht nicht so viele Pilze reinbuttern, wie ich es jetzt hier gemacht habe, sondern wartet vielleicht noch ein paar Tage und dann hat man den Gegner hier, ne? Weil das immer im selben Spielraum, sag ich mal, so abläuft. Aber ist halt eben auch der Nachteil so, es können halt mal keine Random-Gegner einfach mal so fallen, ne? Im Dungeon. Das ist halt eben der große Nachteil hier an der Klasse. Aber ist natürlich nice, dass wir jetzt doch ein bisschen reingelackt haben. Ne? Es zählt quasi nur, ja, wie viele Crit-Treffer wir jetzt hier ausgeteilt haben. Und ja, das war auch nochmal ganz knapp gewesen. Und da haben wir den Gegner besiegt. Ja? Und haben wieder ein weiteres Item, mit dem wir nichts anfangen können. Es ist unglaublich. Mir fehlt hier seit Monaten gefühlt das letzte kleine bisschen Prozente hier an Widerständen. So ein kleiner Blitzwiderstand fehlt nur 1%. Ja? Jetzt habe ich gedacht, jetzt haben wir hier ein gemaxtes Widerstands-Item, aber das können wir tatsächlich auch nicht weiter gebrauchen. Das ist natürlich sehr schade. Ja, wir sind hier bei der 15-köpfigen Hydra. Das ist natürlich kein Vergleich zu meinem Main, wo wir jetzt so bei der 11, 12-köpfigen sind, so. Also hier auch schon tatsächlich die Gilde, meine Main-Gilde auch schon deutlich, oder beziehungsweise in der Gilde, wo ich drin bin, wo mein Main drin ist, deutlich abgehängt schon. Ne? Ist hier auch schon deutlich weiter. Und das summiert sich halt eben durch das Durchschnittslevel. Und man sieht hier auch 15,2 Millionen, 350% Hydra-Bonus. Das schmeckt auf jeden Fall. Den versuchen wir uns jetzt mal hier auch zu sichern. Mal schauen, lacken wir hier rein beim Hütchenspieler. Mal schauen. Normalerweise eher weniger, aber im Video habe ich meistens immer ein bisschen mehr Glück. Man muss einfach nur mal öfter aufnehmen. Ne? Das ist, glaube ich, die Geheimformel dabei. Und da machen wir ja auch noch gleich den Hütchenspieler. Ich weiß gar nicht, wer kam jetzt danach? Ach, Herkules war hier. Ein Stärkegegner. Okay. Interessant. Ja, wir können ihm mal so ein paar Tries geben. Oh, der sieht aber auch gar nicht so verkehrt aus. Ne? Aber das ist für mich... nee. Also, ne, hier hat natürlich jetzt die Kunigunde wieder einen Vorteil, ne, weil vorher war es ja ein Intelligenzgegner gewesen, da konnten wir nicht reinlacken, da konnte die Kunigunde nicht ausweichen. Hier hat die Kunigunde jetzt ein bisschen Vorteil, weil die halt ausweichen kann. Das ist halt eben, also mit ein paar Pilzen, denke ich mal, liegt hier auch der Herkules, aber nicht mehr heute. Das ist, also ich bin schon froh, dass ich die Athene schon besiegt habe. Mal schauen, wie sieht es hier aus. Das ist ein Geschickgegner.
Ich habe hier schon sehr lange nicht mehr in die Dungeons reingeschaut. Ich spare mir die auch nicht großartig auf. Das lohnt sich auf der Stufe jetzt sowieso auch nicht mehr. Und ja, deswegen, so sieht das Ganze hier auf dem Battlemage aus. Macht mir immer noch sehr, sehr viel Spaß, die Klasse, nach wie vor. Ich bin natürlich auch ja, mit großen Schritten, sage ich mal, auf Stufe 600. Also das wird noch ein bisschen dauern, aber das ist auf jeden Fall mein nächstes großes Ziel hier auf dem Server. Aber ja, das wird noch sehr, sehr lange dauern. Vor allen Dingen, weil ich hier auch komplett auf Gold gehe, auf der Stufe. Lohnt es sich jetzt nicht mehr großartig, hier noch die Erfahrungsquest mitzunehmen. Da gehe ich komplett auf Gold. Und ja, umso länger... Alter. Also heute lacken wir aber nochmal richtig rein hier, ey, krass. Heftig. Heftig. Hätte ich nicht gedacht. Ja, aber das auf jeden Fall der Zwischenstatus so zum Battle Mage. Ich habe hier noch einige Achievements, die ich noch nicht gemacht habe, sehe ich gerade hier. Modebewusst, Alter, holy shit, das fehlt mir auch noch. Festungsehre. Festung auf 15 alle bauen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich habe mich schon gewundert, warum mir noch so viel fehlt. Ja, Arena Manager. Ja, krass. Ja gut, da haben wir auch noch ein bisschen was vor uns, aber ja, es sind auch nur in Anführungszeichen 5 Attributpunkte, ne, auf jedes Attribut. Okay, Leute, das soll es soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.